Moin, Ladies and Gentlemen. Wir dürfen euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Airsoft-Video begrüßen. Und ihr seht es auf dem Tisch. Wir schauen uns heute gemeinsam die B&T SPR 300 an, beziehungsweise die SPR aus dem Hause Archvic. Axel, du hast das Modell 2 Monate bei dir gehabt und vorbereitet soweit, denn ich hatte zu dem Zeitpunkt, als wir das Modell von TMH bekommen haben, relativ wenig Zeit. Dementsprechend hat der Axel das meiste von diesem Video vorbereitet. Ich habe jetzt abschließend die letzte Zeit nur noch ein paar Magazine mal durchgeblasen, auseinandergenommen, ein bisschen reingeguckt und gebe entsprechend einfach meinen Senf noch ein bisschen mit dazu. Das meiste hat aber der Axel gemacht. Gut vorbereitet. Genau, gut vorbereitet war alles. Dann möchten wir uns auf jeden Fall wieder beim lieben Flo bedanken vom TMH, der uns dieses Modell zur Verfügung gestellt hat. Also Leute, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Lasst uns wie üblich loslegen mit dem Lieferumfang und mit den technischen Daten. So, Lieferumfang von der SPR ist in Ordnung, muss man sagen. Es ist alles Relevante eigentlich dabei. Ja. Einen kleinen Punkt vielleicht vorweg beim Lieferumfang. Ihr seht hier schon mal, es sind 2 Magazine enthalten. Bedeutet einmal so ein kleines VSR-Magazin, kommen wir später nochmal im Detail drauf zu sprechen, und so ein etwas größeres 300 Blackout-Magazin, also so ein Fake-Magazin halt hier hinten drin. Bedeutet, ihr könnt in diesem Modell 2 unterschiedliche Magazintypen verwenden. Ich persönlich für meinen Teil würde aber fast sagen, schmeißt die VSR, schmeißt das Ding weg. So optimal. Ja, weil das geht zum Einlegen total bescheiden. Und auch hatten wir bei dem Modell am Anfang ein paar Feeding-Probleme. Bei dir ging es einigermaßen? Einigermaßen, aber dann hat sich irgendwann doch rausgestellt, dass irgendwas nicht ganz passt. Ja, und bei mir ging es überhaupt nicht. Also als der Axel mir das Modell wieder vorbeigebracht hat, ich habe dann gleich 0,45 rein, durchgeladen, probiert, da kam keine einzige Kugel raus. Und dementsprechend vielleicht, bevor wir jetzt überhaupt erstmal alles durchsprechen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade für die Leute, die sich eben das Modell gekauft haben und vielleicht am Verzweifeln sind, dass das Ding nicht feedet, blende ich euch kurz eine Nahaufnahme ein, was ihr machen müsst, damit das Ding wirklich problemlos feedet. Also Leute, erste Nahaufnahme, Probleme bei der SPR 300 oder großes Problem, bei unserem Modell zumindest, Feeding-Probleme. Und zwar nicht nur jetzt mit 0,45 Gramm, sondern im Allgemeinen auch schon mit 0,3 Gramm. Ja, funktioniert das Feeding leider nicht ganz so gut. Allgemein auf das Thema Feeding müssen wir später im Detail nochmal eingehen. Denn vielleicht schon vorhin kurz angesprochen, ihr habt hier 2 Magazine sozusagen drin. Das vordere, ja, könnte der rein theoretischen VSR-Magazin einlegen. Das funktioniert aber auch alles schlecht als recht. Und ihr habt halt dann wirklich den langen Kanal. Bedeutet, die ganzen BBs, die letztendlich in dem kleinen Magazin drin sind, werden erstmal durch so einen kleinen Kanal durchgeführt, dann hier reingeführt, da komplett durchgeleitet, da oben wieder raus zur Hop-Up-Kammer. So, bedeutet, der erste Schwung BBs, den ihr einlegt, ist natürlich erstmal weg. Und dann haben wir natürlich das gleiche Problem wie damals bei der TAC 41 von Silverback. Hieß das Ding so? Ich glaube schon. Oder allgemein halt bei den Modellen mit diesem Feeding-System, dass ihr immer das halbe Magazin an BBs immer in der Waffe drin habt. Bedeutet auch, wenn ihr dann fertig seid und das Spiel ist vorbei, müsst ihr jedes Mal das Ding wieder komplett leer machen. Und dann, wenn ihr das erste Mal wieder nachladet, dann gehen eben die ersten Schüsse, die alle im Magazin drin sind, gehen alle erstmal da rein, und dementsprechend habt ihr natürlich etwas weniger Kapazität, weil natürlich das Magazin oder die Feder entsprechend Spannung verliert, da sie erstmal alles hier vorfeeden muss sozusagen. Bin ich kein Fan davon, aber das wisst ihr ja. So, das hat aber jetzt alles nichts an sich mit den Feeding-Problemen zu tun, sondern wenn ihr euch dieses Vorlaufmagazin sozusagen anschaut, da habt ihr hier oben vorne, wo die Kugeln dann rauskommen, wo quasi dann oben die Hop-Up-Kammer dran sitzt, habt ihr so einen kleinen Gummi drauf liegen. So, und wenn ihr euch den Gummi anschaut, dann hat sich hier Archvic vermutlich aus Sicherheitsgründen etwas einfallen lassen, was leider zu Feeding-Problemen führt. Und zwar ist der Auslass von diesem Gummi hier oben nicht vollständig rund, sondern der hat hier hinten an der Rundung und hier vorne an der Rundung so eine kleine Nase dran oder so einen kleinen Mini-Stutzen. So, und genau an diesem Stutzen bleiben dann letztendlich eure BBs hängen und können nicht durch diesen Gummi durchgedrückt werden. Denn auch das Magazin benötigt natürlich aufgrund der Länge des Feeding-Kanals
relativ viel Power von der Feder, um die ganzen BBs da vollständig durchdrücken zu können. Und das schafft leider unser Modell nicht. Bedeutet, unser Modell feedet wirklich nur ohne Probleme, wenn wir hier vorne am Magazin diesen kleinen, ja, oder am Durchlaufmagazin, diesen kleinen harten Gummi hier einmal entfernen, damit eben das Magazin komplett offen ist und entsprechend die BBs sauber in die Hop-Up-Kammer gefeedet werden. Jetzt werdet ihr euch denken, ja, warum machen die so einen Mist? Warum machen die das Ding, den Gummi nicht durchgängig oder warum machen sie den überhaupt hin? Wie gesagt, meiner Meinung nach ist es ein bisschen so ein Sicherheitsfeature, denn natürlich, wie gerade schon angesprochen, wenn ihr das Hauptmagazin aus der Waffe rausnehmt, habt ihr natürlich in diesem Durchlaufmagazin immer noch lauter BBs drin. Würdet ihr jetzt die Waffe nach unten halten und repetieren, ohne den Gummi, dann rollen natürlich die Kugeln einfach zur Hop-Up-Kammer weiter und werden weiterhin ganz normal gefeedet. Und der Gummi verhindert dieses. Bedeutet, sobald ihr das Hauptmagazin rausmacht, kommt keine Federspannung mehr und der Gummi hält dann entsprechend die BBs fest, damit sie nicht in die Hop-Up-Kammer nachrollen. Aber wie gesagt, leider sorgt das Ganze auch für Feeding-Probleme. Ihr könnt mal gucken, wenn es gar nicht geht, also Gummi komplett wegmachen oder vielleicht, ihr seht ja, das sind zwei so Nupsis drauf oder zwei so Verjüngungen, eine hinten, eine vorne. Vielleicht könnt ihr auch mit einem scharfen Skalpell oder so oder mit der Feile vielleicht eine wegmachen, damit die Kugel immer noch ganz leicht minimal ein bisschen hängen bleibt, aber halt nicht so stark, wie es jetzt standardmäßig der Fall ist. So, ihr seht also, so ein kleiner Gummilippen oder so ein kleiner Gummilappen kann ganz schön für Probleme sorgen. Dementsprechend ein bisschen abschneiden diese Dinge und dann feedet das Ding wirklich. Oder ganz weglassen. Oder ganz weglassen. Ich habe es, glaube ich, bei den Nahaufnahmen schon angesprochen. Es ist natürlich ein kleiner Nachteil, was die Sicherheit angeht. Denn wenn diese Lippen dann fehlen, dann feedet das Ding zwar problemlos, aber wenn ihr natürlich da vorne in dem Kanal noch Kugeln drin habt und ihr haltet die Waffe nach unten, dann ist es natürlich auch möglich, diese jetzt zu feeden. Was standardmäßig eben nicht geht, da sie gehalten werden rein theoretisch. Aber lieber baller ich das Ding weg und die Waffe feedet sauber. So, jetzt machen wir weiter mit dem Lieferumfang. Ihr habt natürlich die Waffe drin ganz normal enthalten, dann eben dieses VSR-Magazin, wenn das unbedingt braucht. Ein paar Inbusschlüssel sind dabei, alle relevanten für die ganze Knifte von vorne nach hinten durch. Alles mit dabei. Und was mir sehr gut gefällt, unheimlich gutes Papierkram oder Gebrauchsmaterial, was eben so die Beschreibung angeht. Bedeutet, ihr habt so eine kleine auf Englisch mit Explosionszeichnungen in Pipapo, alles in Farbe. Und auch nochmal eine große. Da ist das gleiche nochmal drin. Genau, das gleiche noch. In 6 Sprachen. Also jeder, der sich das Ding kauft, kann eigentlich das Zeug kurz durchblättern, mal kurz überfliegen, Explosionszeichnungen, Teilenummern, alles drin, picobello, tipptopp, da können wir nicht schimpfen. So, das soll es mit dem Lieferumfang gewesen sein. Lasst uns gleich weitermachen mit den technischen Daten. Das Datenblatt, ich rutsche mal ein bisschen zu dir, Schnucki. Datenblatt da drüben, seht ihr wieder, brauchen wir heute, glaube ich, gar nicht so viel ansprechen. Die Lauflänge sind 300 mm, da komme ich bei den Internals nochmal drauf zu sprechen, denn das Modell hat unheimlich viel Volumen. Ja. Beziehungsweise fast schon ein bisschen zu viel Volumen, denn wir liegen hier bei 5,2 oder 5,3:1 vom Verhältnis. Das ist schon mächtig. Also ihr könnt da wahrscheinlich 0,6 Gramm BBs reinpacken, das würde trotzdem noch auslangen. Dadurch aber, daher der Lauf relativ kurz ist, muss man aber auch sagen, dass das Modell mit 2,9 Joule zwar sehr konstant ist, mit 0,45 Gramm, also Energie ist super, aber für die Energie auch wieder ein kleines bisschen schwieriger zum Repetieren ist. Bedeutet, sie haben einfach aufgrund der kurzen Lauflänge eine deutlich stärkere Feder gebraucht, wie bei Modellen, die jetzt einen etwas längeren Lauf drin haben. Die kommen dann mit einer schwächeren Feder auch meistens auf 3 Joule. Ist aber nichts Gravierendes. Da ging zum Beispiel diese SSG 96 ging deutlich schwerer zum Repetieren. Also da geht das Modell noch. Dann vielleicht von der Länge her, klar, einklappbar und so weiter und so fort. Möchtest du vielleicht noch kurz was sagen? Da vorne mit dem integrierten Ding gleich, dieser integrierte, ja genau. Weil wir haben ja in dem Sinne jetzt kein 14 mm Linksgewinde. Also wir können jetzt hier keinen Schalldämpfer aufschrauben. Nee, das ist einfach nur eine Kappe. Die kann man abnehmen. Anscheinend soll da von Archwick noch Zubehör kommen. Kleine Verlängerungen für diesen Außenlauf. Innenlauf ist ja sowieso kein Thema bei uns zum Verlängern. Ja, ja gut, ich habe für ein 3D-Druckteil erstellt, wo man da quasi verlängern kann. Aber im Endeffekt, schalldämpfende Wirkung verbessert es nicht wirklich. Das Ding ist schon
sehr gut. Also was das angeht, ist es ziemlich leise. Genau, also ich zeige es euch auch später nochmal im demontierten Zustand. Der Innenlauf mit 300 mm geht also nicht komplett durchs ganze Rohr durch, sondern hört circa hier auf. Und dann habt ihr hier vorne so einen ganz kleinen integrierten Schalldämpfer. Ja. Kammer, ja. Eigentlich einfach nur eine Kammer mit Schaumstoff drin, ein paar Löcher, ist eigentlich geil umgesetzt. Dadurch muss man aber allerdings sagen, dafür, dass eigentlich so viel Volumen drin ist das Modell im Vergleich zu anderen leiser. Ja. Ein bisschen. Also das dämpft, man sieht es nicht, haben sie geil umgesetzt. Ja. Echt cool. Okay, gut. So, restliche Daten seht ihr da drüben. Ganz normal Picatinny-Schienen, könnt ihr drauf montieren, was ihr wollt. Wir haben eine M-Lok unten, wir haben eine M-Lok seitlich, links, rechts. Bedeutet, wenn ihr irgendwie zwei Beine montieren wollt, entweder 2 Beine mit M-Lok hernehmen direkt oder eben eine M-Lok Picatinny-Schiene kaufen und die dann da unten reinschrauben. Dann könnt ihr halt 2 Beine unten mit ranschrauben. Preis liegt mal bei 470 €. Da gehen wir im Fazit nochmal drauf ein. Ist zum aktuellen Zeitpunkt in Ordnung, muss man sagen, oder? Also für das Preis-Leistungs-Verhältnis, was man da kriegt, ist es in Ordnung. Ja, genau. Also wie gesagt, sprechen wir später nochmal durch. 470 € ist in Ordnung. Dann habe ich für euch das Modell natürlich wieder nachgekront. 0,3 Gramm sowie 0,45 Gramm. Somit haken wir den Chronotest ab. Lasst uns noch ganz kurz über das Thema Energie sprechen. Vorhin schon kurz angesprochen, wegen der Lauflänge relativ starke Feder drin. Aber mit 0,3 Gramm 2,4, mit 4 Meter Differenz hatten wir und 2,9 Joule mit 0,45 mit 2 Meter Differenz. Und das ist eigentlich Standard. So 1 bis 2 Meter hat man immer. Dementsprechend vom Abdichten her, auch wenn man vorne dann versucht mal zuzuhalten, das passt alles soweit. Also Energie kann man nicht schimpfen, das passt. Für deutsche Felder, denke ich. Genau, gut geeignet. Wir dürfen meistens auf den meisten Feldern, gut, es gibt auch einige mit 2,5, aber normal Federdruck bis 3 Joule, passt perfekt, einwandfrei, muss man nichts mehr dran machen. So, dann lasst uns eingehen auf Thema Hop-Up. Das wird heute auch bei den Internals wieder ein kleines bisschen umfangreicher, denn das Hop-Up ist teilweise sehr gut, muss man sagen, aber vielleicht nicht gerade für 0,45. An entscheidender Stelle sind Schwächen. Ja, genau, bei entscheidenden Stellen sind, das ist schön gesagt, ja, gibt es Schwächen. Zunächst mal Hop-Up einstellen. Ihr seht hier oben schön integriert in die Top-Rail, die Picatinny, hier oben so ein schönes gerändeltes Edelstahlrädchen. Bedeutet ein TDC-System, könnt ihr hier oben hergehen und könnt ganz bequem mit den Fingern eurem Hop einstellen. Ein bisschen drehen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das Ganze ist sehr fein abgestuft und stufenlos, also ohne Klicks. Erstens mal, es funktioniert sauber. Es ist auch schön Widerstand drauf, also es verstellt sich nicht. Aber der Axel hat es gerade auch schon zu mir gesagt gehabt, man weiß halt jetzt auch in dem Punkt nicht, wo bin ich denn jetzt mit meinem Hop. Man sollte, bevor man das Ding zusammenbaut, schauen, wo ist der Tensioner. Ja, richtig. Weil sonst dreht man und dann ist es vorbei. Ja, oder man ist einfach zu weit drin. Ja. Oder halt zuerst mal komplett auf 0 und dann rausdrehen. Weil es ist einfach nur eine Schraube, die ihr einfach immer weiter reinschraubt, immer weiter rein. Und ihr wisst nicht genau, wie weit bin ich denn jetzt? Kann ich noch oder kann ich nicht? Oder ist das schon zu weit? Oder wie gesagt, aber es funktioniert tadellos. So, jetzt beim Testen haben wir aber beide die gleichen Ergebnisse eigentlich erzielt und sind auch auf einen Nenner gekommen. Mit 0,3 geht es gerade noch so. Ja. Also da bekommt man auch eine gute Reichweite drauf. Bei 0,45 Gramm bin ich nicht mehr auf 50 Meter gekommen. Nee, also der Tensioner, ihr seht es dann wie gesagt bei den Internals, das ganze Hop-Up-System, schon geil konstruiert und gut konstruiert von der Qualität her, aber Tensioner und Bucking leider ausbaufähig.
Und auch hier müssen wir später darauf eingehen, du hast einen extra Tensioner nochmal 3D gedruckt. Genau. Denn das Hop-Up-System ist nicht zu Standard-Tensionern kompatibel. Und das könnte ein gewisses Problem sein. Bedeutet, wenn ihr einfach 0,45 Gramm verwenden möchtet, dann müsst ihr oder ihr braucht unbedingt einen anderen Tensioner und vielleicht sogar noch ein anderes Bucking, damit ihr einfach mehr Bremswirkung vom Bucking erreichen könnt. Das geht mit dem Original-Tensioner leider nicht. Also hier eine gewisse Schwachstelle. Wenn man die Hop-Up-Kamera das erste Mal sieht, dann denkt man, okay, die kenne ich irgendwoher. Rot eloxiert, Action Army, VSR Hop-Up-Kamera. Genau so sieht das Ding aus, ist so aufgebaut, aber tensionerseitig passt es halt nicht. Ja, vor allem, was ich dann auch ansprechen werde, die Hop-Up-Kamera hat seitlich, oder der Tensioner wird wie bei anderen modernen Hop-Up-Kammern seitlich geführt. Ist aber dann vom Gummi so weich, dass diese Führung eigentlich nichts wirklich bringt. Also der kann trotzdem drin rumschwabbeln, weil er einfach zu weich ist. Hätten sie jetzt einen Alu-Tensioner rein mit 5 mm, der schön abgerundet ist, dann wäre das eine super Sache gewesen. Vielleicht gibt es ja mittlerweile sogar schon irgendwas im Netz. Ich habe jetzt nicht rumgeguckt. Wie gesagt, schaut es euch genau an. Ihr braucht unbedingt einen anderen Tensioner. Okay, ansonsten Hop-Up in Ordnung. Einen Punkt werden wir später auch noch ansprechen. Was ein bisschen schade ist, die Hop-Up-Kammer oder der Lauf wird wieder über 2 Gewindestifte in der Hop-Up-Kammer fixiert. Das hat man jetzt die letzte Zeit häufiger, dass es manche Hersteller machen. Ist von der Laufarretierung das Schlechteste, was es gibt. Bedeutet, wenn ihr die Hop-Up-Kammer mal rausbaut, das Bucking wechselt, irgendwie reinigen wollt, passt auf, wenn ihr diese kleinen Schrauben ein bisschen zu fest zieht, könnt ihr den Lauf rausschmeißen und entsorgen, weil den verdrückt ihr sofort, das Messing. Also von der Arretierung her auch ausbaufähig, muss man sagen. So, dann würde ich sagen, lasst uns gleich weitermachen mit den allgemeinen Informationen. Lass uns das Modell vielleicht von vorne nach hinten wieder ein bisschen durchsprechen. Ich drehe es ein bisschen, du schwätzt dazu. Oder wie willst du machen? Du machst es. Ich mach das. Ja, okay, also gut, machen wir so. So, Rohr. Aluminium, ganz normal Aluminiumrohr, schön dickwandig. Also nicht irgendwie so ein lappriges, dünnes Alu, dass wenn er mal am Baum hängen bleibt, dass euch das Ding irgendwie gleich im Macke haut, sondern schön dickwandig. Ich stehe ja auf den Look. Ja. Integrierter Suppressor. Ja, also schön fett. Und dadurch, aber was mir auch aufgefallen ist, dadurch ein bisschen frontlastig. Ja. Also im Vergleich zu anderen. Ne? Richtig, hinten sehr schlank gehalten, sehr wenig Gewicht. Das meiste habt ihr wirklich hier. Wie gesagt, dann kommt natürlich das ZF noch oben mit drauf und das Glas dementsprechend ein kleines bisschen frontlastig, aber kann man ignorieren. So, dann vorhin schon angesprochen, integrierter Schalldämpfer. Diese Schaumdinger waren ja standardmäßig mit drin. Die waren drin, okay. Also ist direkt out of the box ein bisschen Schaumstoff vorne mit drin, vorhin schon angesprochen. Vom Klang her tippitoppi. Auch das gesamte Rohr sitzt hervorragend drin im System, also kein Spiel oder so drauf. Und was wir euch später auch noch zeigen werden, ihr habt sogar hier seitlich so eine Art, ja, ein Bajonettverschluss mit einer Schraube, mit so einer Klemmschraube. Genau. Das mit einer Schraube fixiert. Genau. Und dann kann der Lauf gedreht werden um 30, 40 Grad. Ungefähr, ja. Und dann kann man rausnehmen. Genau, also wenn ihr, Cool macht. ja, also gerade im Vergleich zu anderen Federdruckmodellen, gut, Silverback natürlich, kurz Klemmung lösen, das Lauf raus, geht hier fast genauso schnell. Bedeutet, ihr müsst eigentlich nur diesen oberen Block hier lösen, also über die Schrauben hier, dann könnt ihr das abnehmen. Und dann seht ihr es vielleicht, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ihr habt hier seitlich in der Schaftung oder im Schaft so ein kleines Loch drin. Geht da rein, da könnt ihr die Klemmung öffnen mit einem Inbus. Macht also die Schraube ein bisschen locker, dann nehmt ihr das ganze Rohr her, dreht's, zack, zieht's nach vorne raus und könnt dementsprechend deutlich schneller mal das Bucking wechseln, einen Lauf mal rausbauen, reinigen, alles kontrollieren. Geht hier aufgrund der Konstruktion wirklich klasse, finde ich gut. Die eine Schraube hier unten muss man noch lösen. Ja, hier unten drin halt. Genau. Warte mal, die da. Die in dem Block sitzt. Genau, dass man es halt drehen kann. Ja. Okay, gut, also die Arretierung ist super. Auch hier vorne ist ja letztendlich das ist ein Bauteil, dann ist die Picatinny Rail draufgeschraubt, aber die arretiert hier oben. Die ist Alu, genau. Das ist genau, also die ist aus Aluminium, nicht aus Polyamid. Da vorne das Ding hier ist aus Polyamid, aber tipptopp. Ja. Also allgemein von der Qualität her. Der Kunststoff ist echt mega gut. Nicht nur der Kunststoff, also ich zeige euch die Bauteile später im demontierten Zustand. Der Schaft ist super. Der Receiver ist komplett gefräst. Ja. Der ist komplett am Stück gefräst, also das ist ein extra. Von unten sieht man es dann, ist alles gefräst worden. Qualitativ, Passgenauigkeit 1A. Und eben auch hier vorne das Teil, wie gesagt, auch die Picatinny, die arretiert dann hier hinten drin nochmal und wird dann hier mit 3 Schrauben fixiert und unten nochmal mit 4 Schrauben. Da passiert nichts, da wackelt nichts, da klappert nichts, es hält bombenfest. Also konstruktionstechnisch, Qualität hervorragend. Und eben dann der ich nenne es jetzt einfach mal Verschlussgehäuse oder der Receiver natürlich mit den Original-Markings hier oben drauf.
Das ist wie bei der Norwich SSG 96 war das ja auch schon der Fall. Auch diese ist, wie gesagt, aus einem Block gefräst, beziehungsweise profilgefertigt, abgesägt und dann mit der Fräse runtergeballert. Also der ist auch qualitativ wirklich klasse, kann man auch nicht schimpfen. Gut, dann lasst uns vielleicht von der Bedienbarkeit her kurz über die Magazine sprechen und Magazin einlegen. Will ich mal eins rausnehmen davon? Nee, ich möchte da jetzt keins rausnehmen. Sprechen wir es vielleicht ganz kurz an. Wir haben es euch vorhin schon kurz angesprochen beim Lieferumfang. Ihr habt im Lieferumfang ein VSR10 Magazin dabei. Das könnt ihr, wenn ihr euch plagen wollt, könnt ihr es verwenden. Ansonsten vergesst es. Ja. Und zwar ist die Waffe dafür ausgelegt, wenn ihr von unten mal herschaut, ihr habt hier 2 Magazine drin. Ihr habt hier das Hauptmagazin, oder eigentlich ist... Also ihr könnt nicht beide gleichzeitig verwenden, sondern entweder dieses 300er Blackout-Magazin, das 50-Schuss-Magazin, was enthalten ist. Als Fake kann man es reinmachen, klar. Genau, oder ihr stopft euch hier vorne ein VSR-Magazin rein. So, und jetzt denkt ihr euch bestimmt, ja, da ist ja schon eins drin. Nein, das ist kein Magazin, sondern das ist eine Art Dummy, was einfach die BBs durchführt oder einfach nur Kugelführung, ein Durchlass. Bedeutet, wenn ihr das hier rausmacht, könntet ihr da vorne eins einlegen, aber der Axel hat gerade schon gelacht, das rauszubekommen da unten ist eine absolute Katastrophe, denn ihr müsst gleichzeitig hier hinten lösen, da vorne drücken und gleichzeitig irgendwie ziehen. Also wie man das machen soll, keine Ahnung, das ist wirklich, wirklich grausam. Ja. Dementsprechend das Originalmagazin oder das 50-Schuss-Magazin hier hinten verwenden. Ich finde, das sieht auch perfekt drin. Optisch haben sie es echt schön umgesetzt. Leider der Tannenboden. Ja. Bei der schwarze Variante. Das hätten sie vielleicht im Boden hätten sie auch noch in schwarz machen. Du hast 3D-Druck, gell? Ja. Ja. Der Axel hat sich einen schwarz gedruckt, weil das sieht halt ein Tannenmagazin mit so einer schwarzen Waffe. Naja, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, hier wird ein ganz normales Magazin eingelegt. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wie bei der Silverback Tech 41 war das und dann gab es nochmal irgend so ein Modell. Auf jeden Fall könnt ihr euch schon denken, ihr habt hier wieder einen unheimlich langen Feeding-Kanal. Bedeutet, die BBs, die hier im Magazin drin sind, müssen zunächst mal vom Magazin komplett durch die halbe Knifte hier vorne durchgefeedet werden, dann hoch in die Hop-Up-Kammer rein. Und das könnt ihr euch schon denken, dieser ganze Kugelstrang, der bleibt komplett natürlich in der Waffe drin. Bedeutet auch, wenn ihr dann das Magazin mal rausnehmt, habt ihr dennoch hier ca. 20 oder 22 BBs in dem Kanal drin. Wenn ihr die auch noch raus haben wollt, dann müsst ihr wieder hergehen, müsst ihr innen drin den kleinen Nupsi drücken und dann die Röhre leer laufen lassen. Um die Kugeln wieder aufzufangen, ist halt auch wieder nervig ein kleines bisschen. Das finde ich immer von den Feeding-Systemen, finde ich das nicht ganz so geil, aber wie sollen sie es anders umsetzen? Ja. Wenigstens ist der Hebel dran, dass nichts rausfällt. Richtig, genau. Zumindest der Hebel ist innen drin, der Acrylhebel. Ist der Acryl? Ja, schau mal, den. Ist der nicht Alu? Nö, ist alles Acryl da innen drin. So, und dann eben der nächste Punkt, jetzt passen hier 50 Schuss rein in ein Magazin, kostet 20 Euro, glaube ich. 20 Euro kostet ein Magazin, 50 Schuss. Aber durch diese 50 Schuss, wenn das Rohr jetzt leer ist und ihr vorher noch nicht geschossen habt, gehen eben die ersten 20 BBs erstmal nur in die Röhre rein. Da kann man gleich nochmal laden. Dann könnt ihr eigentlich gleich noch mit 20 BBs hinterher drücken und dann das Magazin nochmal einlegen, damit ihr wirklich diese Kapazität bei der ersten Füllung wirklich nutzen könnt. Bedeutet, wenn ihr dann wirklich einlegt, dann macht es und dann denkt ihr euch, hä, was ist jetzt los? Dann macht es wieder raus und seht, das halbe Magazin ist ja schon leer, weil eben alles in der Waffe erstmal drin ist. Bin ich kein Fan davon, aber gut, wie gesagt, wie sollen sie es anders lösen? Der nächste Punkt ist jetzt auch, daher eben diese Kugeln hier auch nochmal nachgedrückt werden müssen, muss natürlich entsprechend das Magazin auch eine dementsprechend starke Feder haben, gerade bei 0,45, um eben diesen ganzen Kugelstrang bewegen zu können. Und standardmäßig durch den Gummi auch noch durchzudrücken. Und das ging eben standardmäßig nicht. Dementsprechend haben wir den Gummi angepasst, damit es sauber feedet. Okay, dann habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, Magazinauswurf ist bei dem Modell links wie auch rechts vorhanden. Lässt sich auch übrigens wunderbar lösen, ne? Also ihr könnt einfach rumgreifen, zack, Magazin raus. Und was ihr vielleicht gleich sehen könnt, hast du es gesehen mit dem Magneten? Ja, habe ich gesehen, auch so was der sein soll. Ja, das ist cool, das Magazin noch besser kalten. Ach so, ihr habt der an der Schraube innen. Genau, da haben sie extra so eine kleine Stahlschraube hier innen reingeschraubt. Und hier oben im Magazin haben sie einen Magneten integriert, einen Neodyn-Magneten. Bedeutet, wenn ihr das Magazin dann einlegt, dann schnappt es quasi oben an den Magneten hin und dann hält es besser. Also das finde ich cool von der Idee her. Haben sie gut umgesetzt. Also das ist beidseitig nutzbar.
Dann vom Repetieren her gut, würde ich sagen. Ja. Also rein vom Gewicht her, wie vorhin schon angesprochen. Wir können mal ganz kurz durchladen. Leer ist sie ja, glaube ich. Warte mal. Ja, leer ist sie. Wir können mal ganz kurz einmal durchladen. Es geht ein kleines bisschen schwieriger. So. Ja. Ist leer. Genau, du möchtest das ja unbedingt ansprechen, das Feature. Klar, das ist ein Feature, muss man sagen. Genau, also ein Sicherheitsfeature. Ihr habt hier seitlich einen kleinen Stahlhebel dran. Bedeutet, das Abzugs- oder die Trigger-Unit reagiert erst, wenn ihr den Kammerstängel wirklich runterdrückt und entsprechend diesen Stahlhebel betätigt. Würdet ihr einfach nur den Kammerstängel vorfahren und so abdrücken wollen, funktioniert das nicht. Ihr müsst also den Kammerstängel immer runterklappen. Gut, ist selbstverständlich, aber jetzt haben wir es angesprochen. Wie gesagt, ich wollte ansprechen, gebe auf Zeit, ja. Ich wollte ansprechen, dass sie eben für 2,9 Joule nicht zu schwer geht, aber auch im Vergleich zu anderen, zu einer Silverback, zu einer SRS mit 3 Joule, ein bisschen schwerer geht. Ein kleines bisschen. Aufgrund der Lauflänge haben sie halt eine relativ straffe Feder gebraucht. Ansonsten, was ihr vielleicht gehört habt, läuft einwandfrei. Also es läuft nicht nur gut, sondern, warte mal, läuft es sogar so? Ach, guck mal, ich kann sogar ein bisschen reinrotieren. Also sogar so läuft der gesamte Zylinder wirklich butterweich. Ihr habt auch kein Abrieb, also auch nach, wie ich weiß nicht, was hast du durchbölfert? Waren bestimmt 200 Schuss. Du noch 200, 300? Ja. Gut, ich habe auch noch mal 4 Magazine durchdrückt, also nochmal 200. Keinerlei Abrieb, also weder Kratzer, noch irgendwo Späne, noch sonst irgendwas, kein Haken, kein Reiben, nix. Das Ding sieht nach gut 500, 600 Schuss aus, wie als wäre es out of the box oder beziehungsweise komplett neu. Also das ist wirklich gut. So, jetzt habt ihr gerade gesehen, wie ich repetiere. Denn ich repetiere so, ich nehme das Ding, greife hier rein und repetiere entsprechend so. Seht ihr das? So, ich habe damit absolut gar kein Problem. Jetzt repetiert mal der Axel bitte. Ich repetiere so. Heb immer meinen Daumen hier. Seht ihr das? Der Axel tut immer seinen Daumen hinten auf den Zylinder drauflegen. Und da hat man ein Problem mit der Wangenauflage hinten. Ja. Das ist natürlich nur in der kürzesten Einstellung so. Genau, also wenn das in der kürzesten Einstellung ist, dann und ihr repetiert so, dass ihr den Daumen auflegt. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte, aber gut. Manche Schwaben machen es halt. Steht so in der Bedienungsanleitung. Ja, stimmt. In der Anleitung steht es auch so drin, dann zwickt ihr euch wirklich hier hinten den Daumen ein. Also lasst den Daumen weg vom Zylinder. Repetiert zeitlich, dann passiert das nicht. Gut, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Zylinder und sowas schauen wir uns auch später noch mal kurz bei den Internals an. Alles aus Stahl natürlich innen drin. Die Arretierung ist sauber. Wusstest du das eigentlich? Zylinder ist hinten verschraubt und verstiftet. Okay. Also quasi der Kammerstängel. Ja, es ist schon ein bisschen, liegt schon ein bisschen zurück, ja. Zeige ich euch später. Auf jeden Fall, der ganze Block hinten ist eben nicht nur in den Zylinder reingepresst und dann verstiftet, sondern komplett geschraubt und dann verstiftet. Also hält bombenfest, super umgesetzt. Picatinny oben aufgeschraubt über 4 Schrauben auf dem CNC, auch CNC gefräst übrigens, hält alles wunderbar drauf, also kein Wackeln irgendwie da oben auf der Pickray, nix, super. Und der Schaft natürlich ganz normal einmal einklappbar, zack, arretiert dann seitlich. So, dann könnt ihr das Ding eben für den Transport ein kleines bisschen kompakter machen. Finde ich ganz cool. Kann man eigentlich den Schaft einstellen? Also Wange kann man einstellen? Länge, ja klar. In der Länge geht auch? Irgendwo Schraube. Ja, ich glaube, man muss die Wangenauflage abnehmen und dann kann man das in der Länge einstellen. Hier sind ja so. Ja, aber habe ich gar nicht geguckt. Nee, das ist mit der Schraube sogar, glaube ich. Echt? Okay. Ich meine, ja. Ach cool. Seht ihr, also das habe ich gar nicht kontrolliert. Also ich habe nur die Wange eingestellt, hier die Schrauben aufmachen, dann könnt ihr die Wange in der Höhe einstellen und anscheinend könnt ihr auch noch die Länge einstellen. Ja. Hast du mal probiert? Nee, aber das ist so gemacht. Bist du sicher? Zu 90%. Nee, das probieren wir jetzt noch. Cut! So, wir haben das Ganze jetzt nochmal nachkontrolliert. Es ist wirklich der Fall, wenn ihr die Schrauben nur anlöst, so wie es ich gemacht habe, könnt ihr die Wangenauflage in der Höhe einstellen, stufenfrei. Nehmt ihr die Schrauben ganz raus, könnt ihr das Ganze noch, den ganzen Schaft noch in der Länge einstellen. Die Wangenauflage bleibt dabei immer in der gleichen Position. Und auch haben wir mal geguckt, man kann sie auch umdrehen, dadurch kommt sie aber noch weiter vor. Bedeutet, wenn ihr auch so ein Daumenaufleger seid, dann wird es noch schlimmer. Also es bringt jetzt nichts, irgendwie die Wangenauflage umzudrehen. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt es problemlos in der Länge einstellen, wenn ihr jetzt irgendwie 2 Meter groß seid. Ist in Ordnung. Ansonsten macht der Schaft qualitativ einen super Eindruck. Das Scharnier ist in Ordnung, auch der
Halteblock, das ist alles CNC gefräst da innen drin. Die die Schaftskappe hinten ist schön weich gummiert. Das ist alles tippitoppi. Bei uns hat jetzt mittlerweile, gut, das ist durch 2 Hände gegangen, aber der Schaft hat jetzt mittlerweile ein kleines bisschen Spiel bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das, kann man das erkennen? Jetzt wackelt die ganze Knifte. Wackel mal dran, ich hebe mal die Knifte fest. Also ein Hauch. Das ist, ja, das ist auf die Gesamtlänge, sind es vielleicht hier 2 mm hoch runter und vielleicht auch 2 mm links und rechts. Und wer sich zurückerinnert oder wer das Video gesehen hat zu der SSG 96 MK2, die hatte auch ein kleines bisschen Spiel. Da habe ich aber das beim Repetieren, hat man das irgendwie wahrgenommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das an der Position des Scharniers liegt oder ob das irgendwie an der Masse des Schaftes liegt. Auf jeden Fall hier, selbst wenn man da ein bisschen Spiel drin hat, nehmt ihr das absolut null wahr beim Repetieren. Bei der SSG 96, jedes Mal, wenn ich aufgezogen habe, dachte ich irgendwie, das Ding kippt das gleich weg oder so. Vielleicht durch die stärkere Feder noch ein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also hier, wie gesagt, minimal Spiel jetzt mittlerweile reinbekommen. Nichts Gravierendes. Gut, abschließend, vielleicht unten können wir es uns noch ganz kurz anschauen. Habe ich es schon angesprochen. Ihr habt natürlich unten noch M-Lock, habe ich glaube ich gesagt, oder? M-Lock für Zweibein oder halt Picatinny nochmal dran, wenn ihr ein Zweibein haben wollt. Hier ist der Durchgang dann für die Schraube. Bedeutet, wenn ihr alles mal demontieren wollt, sehr schön dran gedacht, ist ein kleines Loch. Ja, Springguide-Stopper ist weiter vorne. Hier ist ein kleiner Durchgang am Abzugsbügel. Kommt ihr direkt mit dem Inbus komplett einmal durch, um die Schraube lösen zu können. Der Springguide-Stopper, der ist auch ganz cool. Ja. Der ist mit dem Ohrring gesichert. Nee, das ist auch noch mit Feder. Nee, der hat einen Ohrring, der Springguide-Stopper. Passt mal auf, wir machen mal raus. Gib mir mal so einen Inbus her. Da hat mir irgend so ein Säckerle, hat mir da mal so einen Trick gezeigt. Ja. Das heißt, man geht daher, drückt hier mit dem Inbus rein und wie hast du das gemacht? So, genau, dann den runter. Den schnallen zu lassen und gleichzeitig nach unten drücken. Geht nicht. Ach, jetzt komm. Geht nicht. Komm. Mach mal. Ich habe Angst, dass ich den Inbus jetzt gleich abbreche. Der ist recht dünn, den du mal gegeben hast. Ah, schade. Na, Übung macht den Meister. Profi ranlassen. Ja. Also hier ist. Stimmt, das ist ein ja, genau. Das ist der Springguide-Stopper. Wie gesagt, ein bisschen schnalzen lassen, dann bekommt dann raus. Und der wird eben von unten mit einem Ohrring gehalten. Normal stellt man sich nicht so blöd an wie ich, also man bringt ihn ohne Probleme raus. Und dann ist es nämlich auch eben problemlos möglich, den gesamten Zylinder nach hinten aus dem System zu entnehmen. Voilà, habt den Zylinder draußen, könnt ihn aufmachen, könnt reinigen, könnt nachschmieren, schiebt das Ding da wieder rein, ballert von unten den Springguide-Stopper wieder rein und fertig. Gut Leute, dann schauen wir uns auch noch kurz die einzelnen Bauteile im Detail an. Das meiste haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Jetzt hier vielleicht nur noch mal im ausgebauten Zustand, damit ihr einfach die Qualität vielleicht ein bisschen besser erkennen könnt, gerade auch im inneren Bereich. Schaftung ist wirklich klasse, auch von außen vorhin schon kurz angesprochen, Qualität wirklich klasse. Schön gespritzt das Ganze, keine unsauberen Stellen irgendwie von der Form, dass es franzig wird, dass mit zu viel Druck eingespritzt wurde, nix. Also der ist von der Qualität wirklich richtig gut, muss man sagen. Auch im inneren Bereich von der Konstruktion her, ihr seht, zwar im äußeren Bereich ein bisschen dünn, muss man sagen, aber dafür nochmal im inneren Bereich mit lauter so Streben versehen, damit einfach das Material hier ein bisschen robuster wird und ihr den ganzen Schaft hier nicht zusammendrücken könnt oder sowas. Also das ist von der Qualität wirklich, wirklich spitze. Wenn ihr es auseinanderbaut, ein Punkt, der nervt ein kleines bisschen. Und zwar habt ihr hier vorne liegt der Lauf leider nicht, oder euer Rohr, euer Auto sozusagen, liegt hier vorne nicht auf, sondern ihr habt hier vorne nochmal extra so ein Acrylplastikteil da drin, wo dann letztendlich euer Auto drauf ausliegt. Also warum sie das nicht auch noch im Schaft integriert haben, keine Ahnung, denn wenn ihr das Ding auseinanderzieht, dann passiert es häufig, dass das Ding einfach rausfällt. Also ein bisschen aufpassen, wenn ihr mal auf dem Feld seid oder irgendwo mal schnell aufmachen, mal kurz den Receiver irgendwie runterziehen, passt auf, das fliegt wahrscheinlich mit raus, nicht, dass das verliert oder sowas. Und wie gesagt, hätten sie vielleicht auch im Schaft direkt noch irgendwie verbinden können oder ihr nehmt einfach einen kleinen Tropfen Kleber und klebt das blöde Mistding da vorne einfach rein, das Teil. Macht eh nicht mehr, wie letztendlich den Outer ein kleines bisschen zu führen. Gut, wie gesagt, dann der Rest ist super von der Qualität hier im inneren Bereich. Klasse, auch keine unsauberen Stellen. Innen drin, also hier von der Spritzgussqualität einfach klasse. Magazinhalter, Nylon bzw. Polyamid-Kunststoff vom Schützen links wie auch rechts. Nutzbar. Und hinten haben wir dann letztendlich noch diesen Klappschaft dran, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, glaube ich. Der hat im Scharnier selbst minimal ein bisschen Spiel. Also das könnt ihr vielleicht so erkennen, warte mal, ich drehe es euch vielleicht mal so nach oben.
Also er wackelt so minimal ein kleines bisschen. Kleines bisschen, vielleicht hinten insgesamt vielleicht 2 mm. Und auch hoch runter hat er ein Fitzelchen Luft. Könnt ihr vielleicht so erkennen. Qualität ist ansonsten in Ordnung. Es ist letztendlich Aluminium, Guss, die Schaftung hinten ein bisschen Polyamid, Kunststoff von der Wangenauflage, das ist in Ordnung, haben wir vorhin schon so kurz angesprochen. Und auch die Buttplate hinten bzw. Schaftkappe ist aus einem schönen weichen Gummi gefertigt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Es Klappscharnier bzw. die Arretierung übrigens, also das Teil, was hier seitlich dran hängt, um das Ganze aufzuklappen, das ist übrigens aus CNC gefressenem Aluminium gefertigt. Und letztendlich der Stahl, der Kolben oder der Bolzen innen drin ist natürlich aus Stahl. Dann lasst uns ebenfalls noch kurz einen detaillierten Blick auf den Receiver bzw. auf das Verschlussgehäuse richten. Vorhin kurz angesprochen, Qualität ebenfalls super, ist komplett CNC gefräst, könnt ihr auch im unteren Bereich sehen. Also nicht einfach aus der Gussform rausgeknalltes Ding, sondern komplett einmal im Profil oder Endlosprofil gefertigt, letztendlich aus dem Aluminiumguss, dann abgesägt und dann komplett mit der Fräse drüber geballert. Das kann man auch schön sehen. Überall alles abgerundet, keine scharfen 90-Grad-Kanten und dementsprechend überall letztendlich mit dem Fräser das Zeug abgenommen, das Material. Ist Aluminium und von der Qualität her wirklich klasse, können wir gar nicht meckern. Das ist, wie gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Auch die Top Rail ist natürlich aufgeschraubt, also hier hinten 2 große Schrauben, hier vorne 2 große Schrauben und ist natürlich, das ist zweiteilig. Also aufgeschraubt, aber auch diese hier oben ist CNC gefräst und nicht gegossen. Also hier von der Qualität super, muss man sagen. Was ich auch sehr schön finde, gerade von der Demontage, wenn man mal ans Hop-Up ran möchte, wenn das Bucking verschlissen ist, kennt ihr bei den meisten Federdruckmodellen, gut, nicht bei allen natürlich, aber die meisten so VSR-Systeme oder L96-Systeme haben meistens ein relativ langes Gewinde am Outer oder am Rohr und dann müsst ihr schrauben. Das ist bei der SPR 300 recht cool umgesetzt von Archwick, denn ihr habt einen Bajonettverschluss, bedeutet hier oben ist so ein kleiner Zapfen innen drin am Receiver, dann habt ihr hier euren Verschluss, setzt da einfach das Rohr da ein, steckt ihn rein, dreht ihn rum, schraubt die Schraube zu, wie bei Silverback zum Beispiel, dann klemmt ihr das Ganze im inneren Bereich und schon sitzt euer Outer sauber und gerade drin und verdreht sich auch nicht. Also das ist eine wirklich geile Umsetzung, muss man sagen. Würde ich mir bei VSR-Systemen auch wünschen. Finde ich cool. Also das haben sie wirklich geil gemacht, muss ich sagen. So, also dann ist der Receiver auch schon durch. Markings natürlich, Nachbau oder Lizenzmodell, dementsprechend auch B&T-Markings drauf vorhanden. Dann natürlich das F vom TMH mit der neuen PDB-Nummer. Und das war es dann auch schon. Genau, Gleitringe könnten wir vielleicht uns noch anschauen, dass die sitzen hier, wartet mal, hier vorne sitzt einer drin, der ist, wie kriege ich da Licht rein? Wahrscheinlich gar nicht. Hier vorne sitzt ein kleiner, dünner Gleitring drin. Und hier hinten sitzt ein Gleitring drin. Den da hinten, den müssten wir rein theoretisch, den rausbekommen. So, das ist dann einmal hier dieser kleine Gleitring. Und der ist leider nicht aus POM oder aus PTFE gefertigt, sondern der ist aus so einem Acrylkunststoff gefertigt. Da müsst ihr mal gucken, dieser Acrylkunststoff, der ist zwar relativ hart, wird aber auch schnell spröde oder porös. Und gerade wenn dann immer Stahl drüber ruppelt, dann nutzen die sich relativ zügig ab. Also wenn ihr da mal einen auf Ersatz findet und ihr nehmt mal einen mit, macht das sicherlich nichts falsch damit. Wie gesagt, so Gleitringe sind eigentlich bei Federdruckmodellen immer Verschleißteile und sollte man immer einmal auf Ersatz zumindest zu Hause haben. So, wie gesagt, das ist in Ordnung und auch vom Durchmesser in Ordnung. Bedeutet, die Gleitringe sind minimals vom Innendurchmesser kleiner wie der gesamte Receiver und dementsprechend läuft der gesamte Zylinder wirklich nur in den Gleitringen und schleift euch im inneren Bereich, nicht im Receiver. Das kann man, glaube ich, auch sehr schön erkennen. Das haben wir beide schon einige Schuss durch und ihr habt nicht ansatzweise innen drin im Receiver irgendwo Kratz- oder Schleifspuren. Also das ist von den Gleitringen einwandfrei umgesetzt. Dann möchte ich euch noch diesen integrierten Schalldämpfer oder diese Schalldämpfer-Attrappe für Airsoft ein kleines bisschen näher bringen, denn das finde ich auch mega geil umgesetzt. Bedeutet, vielleicht hat es der Axel vorhin schon erklärt, ich weiß nicht genau, ihr habt letztendlich im Outer innen drin, der Inner oder euer Lauf geht quasi nicht komplett durch bis nach vorne, sondern der hört hier innen drin auf, wird dann hier innen drin nochmal schön
schön zentriert und schön fixiert letztendlich. Und dann seht ihr, dann haben sie einfach hier diese Endkappe vom Outer, haben sie hier einfach rundherum vollständig aufgebohrt mit relativ großen Löchern und ballern euch dann letztendlich außen einfach ein bisschen so einen Schaumstoff mit drauf. Und das finde ich mega, mega geil. Schön kompakt immer noch, nicht zu lang, nicht zu wuchtig am vorderen Bereich. Man sieht das Ding nicht, sondern es ist einfach, ja, einfach im Outer versteckt. Das ist eine super Sache, feiere ich. Also das haben sie wirklich geil gemacht, muss ich sagen. Diesen integrierte Schalldämpferattrappe finde ich mega. Auch das wäre sicherlich bei anderen Federdruckmodellen noch nachrüstbar. Gut Leute, dann lasst uns weitermachen mit den etwas wichtigeren Bauteilen und zwar die gesamten Internals. Fangen wir hier vielleicht erstmal beim Zylinderset an, beziehungsweise hier beim Piston im inneren Bereich. Den seht ihr hier liegen und das seht ihr auch schon, dass es wirklich ein sehr brauchbarer Piston ist, out of the box. Also ich wüsste nicht, was man daran jetzt noch besser machen könnte, außer vielleicht eine etwas längere Airbrake, um vielleicht die Lautstärke noch ein bisschen zu reduzieren. Ansonsten ist das Ding einfach klasse. Bedeutet hinten wie heutzutage eigentlich Standard 90-Grad-System. Ich meine 45 verwendet fast keiner mehr, Gott sei Dank. Der Korpus, also hinten die Aufnahme aus Edelstahl gefertigt, der Korpus dann aus Aluminium gedreht letztendlich. Die Gleitringe schön breit gewählt, aus PTFE gefertigt. Da merkt man auch schon, oder vielleicht kann man es sogar im Video erkennen, das sind so leichte Striefen halt jetzt wieder drauf. Ne? Also die sind nicht mehr glatt, sondern da hat man halt so, ja, so Schleifspuren. Das liegt meistens daran oder es kommt einfach hier unten von dieser Fräsung. Müsst ihr euch so vorstellen, die Fräse ballert von hier unten einfach so rein und da kommt es einfach im inneren Bereich zu einem ganz, ganz minimalen Grad. Und je ausgeprägter dieser Grad im inneren Bereich ist, desto schneller verschleißen euch letztendlich die Gleitringe vom Piston. Manche Leute gehen her und schleifen sich das innen drin ein bisschen auf oder polieren es innen drin mit dem Dremel ein bisschen auf, damit einfach der Grad innen drin komplett weg ist. Und dann halten euch einfach die Gleitringe länger. Das ist aber, wie gesagt, das ist aber im Vergleich zu anderen Modellen ist es vollkommen in Ordnung. Da haben wir schon deutlich Schlimmeres gesehen. Also es gab schon Modelle, da war nach 1000 Schuss, hat man da richtig tiefe Riefen drin gehabt. Ist hier nicht der Fall. Also das ist wirklich immer noch tipptopp. Bevor wir weitermachen, vielleicht noch einen kleinen Punkt im hinteren Bereich. Kontrolliert mal, keine Ahnung, nach 5, 6, 700 Schuss, kontrolliert mal euren Piston, denn bei uns hatte sich die Kappe hinten leider gelöst. Bedeutet, die ist nicht verklebt, sondern die ist nur ganz leicht eigentlich aufgeschraubt und die war bei uns dann beim Ausbauen so gestanden. Bedeutet, der ganze Gleitring hatte hier sehr viel Spiel hinten drauf. Seht ihr das? Da könnt ihr die natürlich auch austauschen entsprechend, aber ich würde euch dennoch empfehlen, bei jedem Federdruckmodell nehmt eine ganz normale, leichte Schraubensicherung, einen ganz kleinen Tropfen, vielleicht eine blaue, hier aufs Gewinde drauf und dann verklebt hinten die Edelstahlhülse. Ansonsten kann sich das einfach ein bisschen lösen. Wie gesagt, nicht übertreiben, keine Hochfeste, es soll einfach nur halten und sich halt nicht unabsichtlich lösen. So, also Gleitringe sind in Ordnung, auch schon breit gewählt und auch der Pistonhead vorne ist super umgesetzt. Schöner, weicher Gummi-Pilzkopf-Pistonhead oder ich nenne es halt immer Pilzkopf. Seht ihr auch genauso bei anderen Herstellern auch quasi mit so einer Vertiefung innen drin, außen letztendlich schön dünn von der Lippe her und dementsprechend, wenn das Ding nach vorne schießt und die Kompression sich innen drin aufbaut, drückt es die ganze Lippe nach außen gegen die Zylinderwandung und dann dichtet das Ganze sauber ab. Das ist einwandpfiffig. Und hier vorne, da seht ihr, da ist so eine Edelstahlkugel eingearbeitet vorne. Das ist also keine richtige Airbrake sozusagen. Warum sie da jetzt Edelstahl da vorne reinballern, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hätte man da auch einfach nur Gummi nehmen können. Ich meine aber, ihr könnt da auch eine etwas längere Airbrake noch installieren. Ich selbst habe da mich jetzt nicht auseinandergesetzt damit, müsst ihr selber gucken, ist aber definitiv möglich oder meiner Meinung nach möglich. Wenn es nicht zum Nachkaufen gibt, dann macht ihr halt ein 3D-Druckteil oder sowas. Denn ihr habt in dem Modell unheimlich viel Volumen drin. Das heißt, selbst wenn ihr euch da eine Airbrake reinballert mit 10 mm Länge, ist es wurscht. Ihr habt in dem Teil ein Volumen oder in dem Zylinder ein Volumen oder ein Verhältnis von 5,2:1. Euch geht also definitiv nicht die Luft aus. Auch wenn ihr da eine ellenlange Airbrake installiert, ist wurscht. Luft ist en masse vorhanden in dem Modell. Also Piston, tippitoppi würde ich sagen. Auch den Zylinder habt ihr gerade schon gesehen. Der ist komplett aus Stahl gefertigt, dann irgendwie so beschichtet. Und wie das Ganze beschichtet ist, weiß ich jetzt nicht. Ist aber kein Edelstahl, ist ganz normaler
normaler Stahl, weiß ich jetzt nicht. SC37, nee, ganz normaler Stahl, also sehr viel Eisenanteil, stark magnetisch das Ganze, aber von der Qualität her wirklich klasse. Vorne das Gewinde ist sauber, auch vom Durchmesser her kontinuierlich schön durchgängig, keine großen Abweichungen und selbst wo es immer gerne mal Probleme gibt beim Fräsen, hier unten diese Nut, wenn ihr euch die mal anschaut, wenn wir uns die mal vorne im vorderen Bereich rausmessen, haben wir hier 6,45 mm und selbst im mittleren Bereich, wo es dann immer kritisch wird, liegen wir immer noch bei 6,55. Also ein Zehntel Differenz von der Fräsung auf die Gesamtlänge, das ist tipptopp, das ist ganz normal, das kann man hinnehmen. Das geht, glaube ich, auch nicht besser. Denn wenn man da reinfährt, dann kann es passieren, dass der Zylinder ein bisschen oder dass das Rohr ein bisschen aufklafft, wenn man da mit der Fräse rumfährt. Und dementsprechend Zehntel Toleranz auf die Gesamtlänge kann man getrost ignorieren, würde ich sagen. So, hinten Kammerstänger, der ist aus Stahl gefertigt, letztendlich nichts Besonderes, mit so einem Kugelsystem drin. Klick, klick, das funktioniert einwandfrei. Und eben dann die Umsetzung von der Aufnahme hinten ist auch immer sehr wichtig und auch das hat Archwick gut umgesetzt. Ihr seht, hier sind zwar Spannstifte drin, ja, und ich bin definitiv kein Freund von Spannstiften in dem Zylinder hinten drin, denn die würden euch natürlich, wenn das Ganze nur verstiftet wäre, würde euch das relativ schnell ausnudeln. Bedeutet, ihr bekommt da hier ein bisschen Luft rein und dann fängt euch der ganze Kammerstängel und der ganze Block hier hinten an zu wackeln. So, aber das Ganze ist sehr modern umgesetzt, denn hier hinten ist nochmal ein Gewinde drin. Bedeutet auch Archwick verschraubt quasi die Endkappe sozusagen. Und wenn die Endkappe dann draufgeschraubt ist, dann bohren sie rein und ballern die Spannstifte rein. Und das hält einwandfrei. Bedeutet, die Spannstifte übernehmen hier nicht die Last, sondern die Spannstifte sind letztendlich nur dafür da, dass sich der Zylinder oder dass sich das Bauteil hinten nicht verdrehen kann oder das Gewinde sich nicht öffnet. Also das ist von der Haltbarkeit einwandfrei umgesetzt und es gibt auch nichts Besseres. Manche verschweißen es noch, manche Hersteller, das ist auch in Ordnung, aber auch eine Schweißnaht bricht euch eher auf, wie wenn sie da ein schönes, langes Gewinde drin haben. Also das ist super umgesetzt. So, dann wie gesagt, der Piston, der läuft dann natürlich sauber und schön leichtgängig innen drin. Also hier flutscht schön innen drin rum, das ist in Ordnung. Und vorne der Zylinderhead ist auch tippitoppi, würde ich sagen. Komplett aus Edelstahl gefertigt, O-Ring und sehr flach gehalten oder sehr kurz gehalten. Dementsprechend natürlich noch mal ein bisschen mehr Volumen. Aufprallfläche keine vorhanden, braucht man aber bei so einer Art Pistonhead braucht man auch keine Aufprallfläche vorne auf dem Zylinderhead. Das Ganze wird letztendlich alles vom Pistonhead rausgepuffert. So, falls sich jetzt einer denkt, ja, dieses Stahlding, da knallt mir das irgendwie auf den Edelstahl. Nein, ich dachte am Anfang, wenn man das so testet, hört man vielleicht, dass da wirklich der Stahl irgendwie ein bisschen aufschlägt. Aber wenn man sich das überlegt, dass das wirklich sauber und zu 100% geführt wird, dann ist hier kein Kontakt. Also diese Kugel hier vorne drauf kommt nicht in Kontakt von der Bohrung oder der Senkung von dem Zylinderhead. Das ist nicht der Fall. Wie gesagt, warum da eine Kugel drauf ist, keine Ahnung. Und dann auch vorne die Aufnahme, der Übergang ist recht in Ordnung, muss ich sagen. Bedeutet hier vorne schön abgerundet und dementsprechend kommt es eben nicht schnell zu einer Beschädigung irgendwie von der Hop-Up-Kammer, wenn man mal ein wenig krumm reinfährt oder sowas oder das Bucking irgendwie schnell verschleißt, sondern der Zylinderhead fährt schön sauber ins Bucking rein über diese Rundung. Kleiner Nachteil wiederum, je stärker diese Rundung ausgeprägt ist, desto weniger Abdichtfläche hat man letztendlich zum Bucking. Das kennt man auch von VSR-Systemen. Im Inneren des Zylinders finden wir dann noch unseren Spring Guide vor. Der ist komplett aus Edelstahl gefertigt, mit Axiallager hinten drauf. Also das ist für mich heutzutage, früher hat man dazu Tuning Spring Guide gesagt. Ich finde, das ist heutzutage ein stinknormaler Spring Guide, aber es gibt immer noch Hersteller, die verbauen halt irgendein Zinkding oder ein Plastikding hinten drin oder ein Spring Guide ohne Axiallager. Also hier gut umgesetzt. Wie gesagt, früher hat man sich solche Dinge als Tuning-Teil eingebaut. Heutzutage findet man sowas eigentlich zum größten Teil standardmäßig in seiner Federdruck vor. Das ist in Ordnung, einwandpfiffi. Manche sagen, ja, so ein Axiallager, ja, es hat Vorteile, die Feder kann frei rotieren, es geht ein bisschen einfacher zu rotieren, aber es ist halt wieder ein Verschleißteil mehr. Ja, Leute, wenn nach 3 Jahren irgendwann das Axiallager vielleicht mal trocken wird, weil es ihr nicht nachschmiert oder halt einmal das Ding doch kaputt ist, dann schraubt das Ding auseinander, macht ein neues Axiallager rein und fertig. Und wie gesagt, lieber ein Axiallager vorhanden wie keins. Also ich finde es in Ordnung.
Bevor es dann gleich weitergeht mit dem Lauf- und dem Hop-Up-System, lasst uns noch im Detail über die Abzugsgruppe sprechen. So, wer sich das Ganze anschaut, kann kleinere Gemeinsamkeiten vorfinden vom Abzugssystem her. Bisschen ähnlich wie bei einem VSR-System, ein bisschen was von Modify übernommen. So ein Mischmasch-System nenne ich das Ganze. Bedeutet zunächst mal der wichtige Punkt, im Vergleich zu Modify habt ihr einen rotierenden Abzug und keinen schiebenden Abzug. Ich spreche besonders über die Scout zum Beispiel und Mod 24 oder SSG 24. Da läuft der Abzug bei Modify ja nicht über einen Rotationspunkt, den ihr hier findet, sondern da schiebt ihr den Abzug oder zieht ihr. Bedeutet, der Abzug fährt einfach nach hinten und hier bei dem Modell läuft das Ganze ganz normal über eine Achse und rotiert sozusagen. So, dann seht ihr ebenfalls, ihr könntet die Vorspannung oder den Arretierungspunkt des Abzuges bzw. des Triggers hier noch über diesen kleinen Gewindestift hier einstellen. Wenn ihr also diesen weiter reinschraubt, geht der Abzug ein kleines bisschen weiter hinter, hakt dann hier vorne letztendlich am Sear etwas schneller aus. Aber wiederum aufpassen, stellt ihr das zu knapp ein und euch fällt das Ding runter, ihr haut mit der Hand drauf, kann es passieren, dass sich das Ding unabsichtlich löst. Also stellt es wirklich sicher ein, wenn ihr die Schraube einstellen möchtet. So, dann die äußeren Wandungen oder das äußere Gehäuse ist komplett aus Zinkguss gefertigt. Auch der Abzug ist aus Zinkguss. Aber die wichtigen Elemente, wie jetzt hier eben oben rüber der Trigger Sear, wie auch der Sear, die beiden Bauteile sind aus Stahlguss gefertigt. Und das ist in Ordnung. Kleiner Unterschied dann zu modernen VSR- oder Bulltrick-Systemen, die ich besonders gut finde eigentlich. Ihr habt den Sear wieder zum Wegklappen. Bedeutet, wenn ihr repetiert, müsst ihr mit dem Piston über den Sear drüber fahren. Der klappt dann nach hinten weg. Ihr müsst noch weiter nach hinten. Und erst wenn der Piston weit genug nach hinten ist, dass der Sear wieder nach vorne kann, fährt der Piston wieder nach vorne und arretiert dann. Dieser Weg hier hinten, so circa 8 mm, kann man sich bei Bulltrick-System oder bei so einer Art Bulltrick-System sparen, da der Sear eben nicht kippt, sondern nach unten fährt. Ihr habt dementsprechend bei den Systemen nochmal ein bisschen mehr Volumen. Ist aber auch nur relevant bei VSR-Systemen. Bei dieser SPR 300 habt ihr ein Verhältnis von 5,2:1. Da ist es ziemlich wurscht, ob das Ding jetzt nach hinten fährt oder eben nicht. So, das soll schon soweit gewesen sein mit dem Abzugssystem. Wie gesagt, nichts Weltbewegendes, ganz normal, aber es funktioniert einwandfrei. So Leute, und abschließend vermutlich wieder ein kleines bisschen länger, Thema Lauf- und Hop-Up-System. Auch hier qualitativ, wie vieles an der SPR 300, wirklich super gemacht, aber von der Umsetzung und von der Brauchbarkeit ausbaufähig, muss man sagen. Also schauen wir uns erstmal die ganzen Bauteile an. Der Lauf ist ein ganz normaler Messinglauf, VSR-Lauf. Bedeutet hinten natürlich offen, VSR-kompatibel oder ganz normaler VSR-Lauf. Länge sind 300 mm mit einem Innendurchmesser von 6,01 mm. Krone vorne oder Phase schön lang gezogen, zieht sich also schön lange hinter. Dementsprechend kann auch das sehr große überschüssige Volumen schön abgeführt werden hinter der BB. Das ist tippitoppi. Aber wenn wir den Lauf zur Seite drehen, dann werdet ihr auch wieder sehen, warum ich schon wieder rummecker. Schöne Druckstelle drin. Schöne Druckstelle drin. Denn natürlich, auch Archwick hält es für eine gute Idee, den Lauf mit Schrauben zu fixieren. Bedeutet, auch dieser Lauf wird seitlich mit Schrauben befestigt, werden seitlich draufgeschraubt. Und was passiert, wenn ihr die Schraube einen Hauch zu fest zieht? Ja, richtig, ihr drückt das Material zusammen, das Messing, das ist ein sehr weiches Material, dann ist der Lauf kaputt und ihr könnt ihn wegschmeißen. Also warum man sowas macht, schon häufiger die letzte Zeit angesprochen, dass da die Hersteller nicht schlau draus waren, dass es Murks ist, verstehe ich leider nicht ganz. So, also, dann können wir uns auch gleich die Hop-Up-Kammer selbst anschauen. Auch diese ist komplett CNC gefräst. Wie gesagt, qualitativ wirklich super. Aber hier seht ihr halt auch schon das Problem. Kleiner Gewindestift drin. Ihr ballert euch halt echt den Lauf da rein mit dem Bucking. Ballert die Schraube drauf und fertig. Dementsprechend, wenn ihr das Ganze mal rausbauen wollt und ein neues Bucking braucht, passt auf den Lauf auf. Oder passt auf, dass ihr eben hier nicht zu stark drauf drückt, nehmt einen Edelstahllauf, aber ach Gott, selbst Edelstahlläufe, wenn da ein bisschen zu viel Druck drauf gibt, ihr drückt das Rohr einfach zusammen.
Das ist einfach Murks, so eine Umsetzung. Da hätten sie hier unten noch genügend Platz gehabt, dass sie da unten irgendwo einen C-Clip reinballern oder halt eine Arretierung oder sowas. Da ist so viel Luft bei dem Brocken an Hop-Up-Kammer. Also das ist wirklich sehr, sehr schlecht umgesetzt, muss ich sagen. Ansonsten ist sie von der Qualität, wie gesagt, ist es in Ordnung. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie die Action Army VSR Hop-Up-Kammer letztendlich. Ihr habt die den Kugelstopp hier oben drin gefedert. Könnt ihr das erkennen? Ach, warte, ich drehe es euch ein bisschen. So, hier oben drin quasi dieser BB-Stop. Hier oben drin gefedert. Hier seitlich 2 große Schrauben. Da unten drunter ist dann letztendlich die Feder. Und hier oben ist der Hop-Up-Lever. So, und wenn ihr jetzt von oben so die Hop-Up-Kammer anschaut, dann denkt ihr euch doch bestimmt, boah, das ist ein fetter Lever. Ihr habt hier natürlich das geile TDC-Einstellrädchen oben, haben wir vorhin schon im Detail drüber gesprochen. Das greift hier hinten rein letztendlich und überdrehen könnt ihr unheimlich fein den großen Lever hier nach unten bewegen. So, und wer sich einfach ein bisschen auskennt, wird sich jetzt denken, oh, guck mal, hier sind schöne Fräsungen drin. Wir werden doch bestimmt mit dem schönen großen Tensioner schön gerade nach unten fahren und dementsprechend sehr viel Patchfläche nutzen können, oder? Nö. Also ja, die Idee dahinter ist gut, finde ich. Also ihr habt hier auch schön großen Durchgang hier unten übrigens drin, ne? Für große, fette Tensioner. Aber der Standard-Tensioner ist absolut unbrauchbar. Warum? Ihr habt, Archwig liefert euch das Modell standardmäßig mit so einem Tensioner aus. So, und jetzt denkt ihr euch, ja, ist der aus Alu? Nö, der ist aus einem ganz weichen Gummi. Bedeutet diese seitliche Führung, die bringt euch erst einmal so gut wie gar nichts letztendlich, denn das Material kann hier ganz easy nachgeben, also wirklich Führung, ja, ausbaufähig, muss man sagen. Und natürlich von der Patchfläche ist es nichts anderes wie ein stinknormaler Gumminapp oder Tensioner. Also nicht irgendwie lang gezogen, obwohl die Fläche vorhanden ist, nicht abgerundet. Das ist einfach so ein rundes Ding, was von unten ein bisschen auf die Patchfläche drauf drückt. Und dementsprechend, wie vorhin schon angesprochen, für 0,45 oder selbst 0,36 eigentlich absolut ungeeignet. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt auch nicht mehr nachgeguckt jetzt im Nachhinein. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht sogar schon optionale Tensioner gibt. Der Axel hat schon einen gedruckt, 3D gedruckt, der quasi hier seitlich schön in den Führungen läuft und dann letztendlich die untere Patchfläche oder den Durchgang mit einer schönen Patchfläche abdichtet. Und dann waren eben auch 0,45 Gramm problemlos möglich. Die Streuung war dennoch nicht ganz so perfekt, da könnte man vielleicht am Bucking noch arbeiten. Das sprechen wir jetzt an, denn ihr könnt natürlich in dieser Hop-Up-Kammer, Gott sei Dank, im Vergleich zu anderen Herstellern muss man sagen, wo man es eher kritisch sehen muss, könnt ihr hier stinknormale VSR-Buckings verwenden. Ihr habt hier also keinen eigenen Mist irgendwie, was zu nichts kompatibel ist, sondern ihr schaut euch das Ding an und seht, ah ja, das ist so eine Art Becks-Bucking oder V-Shape-Bucking. Wie gesagt, kein R-Hop, kein Flat-Hop oder sowas, sondern so ein V-Shape. Druckaufbau also nur links und rechts letztendlich. Das Ganze kombiniert mit so einem matigen Tensioner langt euch vom Druck her oder von der Reibung leider nicht aus. Wie gesagt, nehmt ihr einen großen Tensioner oder vielleicht gibt es ja sogar schon, wie gesagt, googles erstmal. Vielleicht gibt es schon bessere Tensioner zum Kaufen aus Alu oder so, zum Nachrüsten. Ja, nehmt so einen. Dann probiert das Original-Bucking aus. Wenn das immer noch nicht langt, weil es eben nicht geschlossen ist, dann macht ihr ein R-Hop VSR-Bucking rein. Und dann lutscht das Ding 0,45 Gramm weg, ohne irgendwelche Probleme. Also wie gesagt, ihr seht hier, ist vieles wirklich richtig gemacht und auch gut gemacht und qualitativ gut gemacht. Aber die letzte Perfektion oder der letzte Punkt fehlt wieder. Meiner Meinung nach das Modell eben auch nicht jetzt vom Lieferanten oder vom Hersteller für so hohe Kugelgrammaturen wirklich ausgelegt. Bedeutet wahrscheinlich für maximal 0,3 wird sie ausgeliefert und dann werden sie sagen, ja gut, wir haben dafür gesorgt, es ist Standard VSR kompatibel. Dann müssen sich halt Leute, die schwerer spielen, müssen halt ein Bucking wechseln oder einen Tensioner wechseln. Dann sehe ich das in Ordnung, wenn es kompatibel ist, weil vom Grund her funktioniert das Ganze ja. Also wie gesagt, vielleicht ein R-Hop-Bucking rein, VSR mit einem anderen Tensioner kombinieren, dann ist es wirklich ein sehr brauchbares Hop-Up-System, standardmäßig, leider ausbaufähig. Und eben nochmal drauf, ich wiederhole mich, passt auf die Dreckschraube auf, gell? Oder auf die Schrauben da links und rechts. Kleines bisschen zu fest angezogen, ist der Lauf kaputt und ihr könnt das ganze Zeug im Mülleimer schmeißen.
Gut, Leute, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Kleines und kompaktes Video diesmal zu der SPR 300. Ich denke dennoch, auch wenn wir zeitlich wahrscheinlich unter 2 Stunden sind oder locker unter 2 Stunden, denke ich, dass wir alles Relevante drin hatten, was ihr wissen wollt. Ich meine, mittlerweile ist es doch wirklich so, sind wir ehrlich, wenn man sich da jedes Mal hinhockt und diese Videos macht, man wiederholt so viel. Da braucht man nicht jede kleine Schraube zum 10. Mal durchkauen. Ist halt ein Federdruckmodell. Ja. Dennoch werden wir jetzt abschließend nochmal ein relativ umfangreiches Fazit mit euch durchsprechen und eben vielleicht so als kleine Zusammenfassung aufbauen, wer sich halt jetzt nur das Fazit anschaut. Gut, fangen wir an bei den Pluspunkten. Der erste Pluspunkt auf unserer Liste, da sind wir uns komplett einig, die Verarbeitungsqualität und Materialwahl ist Super top. tipptopp. Also wirklich super. Ja. Schönes dickes Rohr, eben alle Kunststoffbauteile aus einem sehr guten Polyamid, denn auch bei Polyamid gibt es sehr starke Unterschiede. Kaum Trennnähte. Genau, keine Trennnähte nennt man das. In der Formtrennung. Ja, Trennnähte, ich sage immer Spritzgussnaht dazu. Ja, ist im Endeffekt gleich. Okay, also wie gesagt, vom Gussverfahren, vom Material her wirklich super, qualitativ, Passgenauigkeit aller Bauteile komplett durch die Bank durch, wirklich klasse. Der einzige Punkt ist eben jetzt, dass durch beide Hände jetzt der Schaft minimals ein bisschen Spiel bekommen hat, aber das kann man, glaube ich, ignorieren. Ja. Also da würde ich sagen, wirklich. Zur Not gibt es dahinter diese Adapterschiene. Gibt es sie jetzt eigentlich mittlerweile? Ich weiß es nicht, aber im Zubehör ist sie drin. Also so 1913 Schiene. 1913, also wer zum Beispiel, wenn ich weiß, was es ist, zum Beispiel bei einer MCX, bei einer SIG, habt ihr hier hinten eine Picatinny quasi runterwärts dran, dass ihr hier hinten Schäfte dran montieren könnt. Dann kann man aber halt auch nur so M4-Tubes und sowas dran schrauben. Oder halt von der SIG irgendwelche. Kosten ja bloß 260 Euro so Schaft. Wäre aber möglich. Aber wie gesagt, stört absolut nicht. Schön schlank gehalten. Materialwahl, Verarbeitung, einen Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt, da sind wir uns auch komplett einig. Die gesamten Internals sind durch die Bank weg tipptopp. Abzugssystem ist klasse. Ja, Druckpunkt ist sauber, lässt sich einstellen. Ist auch Stahl gussgefertigt. Zwar kein CNC, aber mein Gott, hält schon wirklich gut. Zylinder ist sauber verpresst hinten, verschraubt, verplombt innen drin. Sehr guter Pisten ist drin, gute Zylinderherd ist drin, eine Hop-Up-Kammer von der Qualität her. CNC gefräst, auch tipptopp. Also auch da kann man definitiv nichts kritisieren. Nächster Pluspunkt, die Demontage. Den Punkt habe ich übrigens aufgeschrieben. Ich finde gerade diesen Bajonettverschluss, finde ich super. Ja. Ist geil, also wer öfters mal vielleicht eine VSR auseinander nimmt. Gut, bei einer Silverback eben nicht. Die Leute haben es noch ein bisschen leichter. Aber eben im Vergleich gerade zu einer VSR oder so L96, ihr ballert euch da vorne die Schrauben weg, nimmt die Abdeckung weg, macht den Bajonettverschluss auf, eine Schraube kurz anlösen, Klick, Rohr rausziehen, fertig. Kommt sofort an die Hop-Up-Kamera ran. Jetzt in diese kleine Kiste. Ja, genau, da geht es in diese kleine Kiste, genau. Also wirklich, wirklich gut gemacht mit diesem Bajonettverschluss und dementsprechend die Demontage mal für eine Wartung. Tipptopp. Mit dem Zylinderentnehmer hinter. Hast du ja vorhin gesagt. Mit dem Spring Guide Stopper hinten raus. Ja, also wie gesagt, alles eigentlich, gesamte Demontage ist klasse. Haben sie gut umgesetzt, finde ich einwandfrei. Und kommt eigentlich, das kommt ja demontiert komplett, ne? Ja, genau. Also du musst einen Zylinder reinbauen? Der muss auch rein, ja. Also Zylinder muss rein, Spring Guide Stopper muss rein, ja, Rohr ist weg und im Endeffekt das Rohr. Ja. Okay, also Rohr rein, arretieren, mit der Schraube leicht anziehen, festmachen, Abdeckung drauf, Schrauben reinmachen, dann ist das Ding fertig montiert. Und dann ist aber sehr kompakt, wie ihr das sehen könnt. Wir haben hier mal extra den Karton dafür aufgebaut. In dem kleinen Ding kommt es. Ja, haben wir extra dafür her, den Karton. So, okay. Nächster Punkt auf unserer Liste. Sind wir uns auch einig oder haben wir zusammengefasst? Hop-Up teilen wir in mehrere Punkte auf oder splitten wir ein bisschen. Als erstes geben wir mal einen Pluspunkt auf das TDC-System, wie es sich einstellen lässt. Das haben sie geil gemacht. Ja. Also schön gerändelt hier oben drin, straff. Man kommt wunderbar ran mit der Fingerspitze, auch wenn ihr Handschuhe anhabt. Es funktioniert tadellos. Schön stufenfrei, schön feinfühlig, einwandfrei vom Einstellen. Und auch wie gerade bei der Verarbeitung eben schon angesprochen, auch die Qualität von der Hop-Up-Kammer, einwandfrei. Schön gefräst alles, qualitativ auch der BB-Stop seitlich mit diesen gefederten Dings. Einwandfrei. Ein Pluspunkt. Hop-Up gut zu justieren und fein zu justieren. Kommen wir dann später nochmal drauf zurück. So, und der letzte Pluspunkt, da sind wir uns bestimmt auch einig. Ich habe es jetzt einfach mal aufgeschrieben. Integrierter Schalldämpfer oder Schalldämpfer-Attrappe haben sie auch geil gemacht. Bedeutet einfach hier innen drin quasi hier den Inner gekappt oder hier hört quasi der Inner Barrel oder der Innenlauf sozusagen auf und geht dann hier vorne in so Schaumstoff über, dass ihr quasi einen
integrierte Schalldämpfer-Attrappe habt und dadurch das Modell, obwohl eigentlich so viel Volumen drin ist, im Vergleich zu anderen Modellen mit gleicher Leistung sogar relativ leise, jetzt nicht unbedingt, aber sie ist leiser. Wären sie jetzt natürlich hergegangen, hätten den 300 mm Lauf durch einen etwas längeren ersetzt, dass sie, sage ich mal, diese 50 mm noch genommen hätten, dann würde das Ding wahrscheinlich mit der Feder, die jetzt drin ist, locker auf 3,3 Joule kommen. Ja. Weil einfach die Kugel länger beschleunigt wird. Also wie gesagt, vielleicht ein kleiner Neutralpunkt. Der Lauf ist ein bisschen kurz, aber kann man es wirklich ansprechen. Also Leistung passt und vom Repetierer her geht es auch. Genau. Also ich denke. Habe ich ja vorhin angesprochen, es ist ein relativ kurzer Lauf drin und dadurch brauchen sie halt eine relativ straffe Feder, um auf 2,9 Joule zu kommen. Wäre der Lauf jetzt länger, könnte man von der Federstärke runtergehen, um ebenfalls auf 3 Joule zu kommen. Aber wie gesagt, habe vorhin schon alles angesprochen. So, neutral. Genau, der Inner ist ja auch nochmal geführt durch die Hülse. Genau, ja. Also Führung ist top, da kein Spiel drin. Ja, du hast ja sogar nochmal, du hast ja auch noch so einen Barrel Spacer, hast ja auch nochmal mit drin. Ja. Du hast ja Hop-Up-Kammer, dann 50, dann Spacer und vorne dann nochmal Führung. Also da wackelt nichts da drin und schwingt sicherlich nichts. Neutralpunkte, gebt mal einen auf das gesamte Feeding-System. Ja, das hat ein wenig Nerven gekostet. Ja, also ich habe es euch ganz am Anfang, oder wir haben es euch ganz am Anfang gezeigt, das mit diesem Gummi da innen drin, dass die Kugeln dran hängen bleiben, dann fehlt der Druck einfach von hinten vom Magazin um die 0,45 Gramm BBs durchzudrücken durch den Gummi. Wenn ihr die Probleme auch habt, habe ich euch gezeigt, Gummi rausbauen, mit dem Skalpell diese 2 Nupsis da weg. Vielleicht auch erstmal nur eins. Ich habe eins auch weggemacht gehabt, hat wenig gebracht, ich habe beide gleich weg. Okay. Na, scheißegal. Ich habe es komplett weggelassen. Also eure ganzen Gummi einfach raus und kompletten Gummi weglassen, braucht ihr nicht unbedingt. Also das Modell funktioniert auch ohne diesen Gummi, falls ihr Feeding-Probleme habt. So, das ist eben der Neutralpunkt, bisschen schade, wissen wir aber halt auch nicht, ist es jetzt bei allen Modellen. Ich meine, so ein Gummi kann auch mal ein wenig Toleranz drauf haben, kann auch mal ein wenig vielleicht ein härter sein von der Show. Vielleicht geht es im Sommer besser, dann ist er weicher. Genau, weißt du, vielleicht war es einfach zu kalt, deswegen war er zu hart und zu klein. Wie gesagt, falls ihr Feeding-Probleme haben solltet, habe ich euch gezeigt, Gummi kontrollieren und vielleicht ein bisschen bearbeiten. So, und da integrieren wir gleich bei dem Neutralpunkt-Feeding-System, ist halt auch wieder der Punkt, dass alle BBs erstmal, oder 20 bis 22 Kugeln, erstmal alle in die Waffe reingefeedet werden, bis sie an der Hop-Up-Kammer ankommen und die bleiben halt auch alle wieder drin. Außer ihr dreht das Ding um, macht den Hebel auf und lasst die ganzen Kugeln einmal rausfallen. Bin ich kein Fan davon. Ist halt einmal am Spieltag dann. Ja, ist halt genau am Morgen halt, müsst ihr gucken, die erste Füllung geht die Hälfte von der Kugel nur in die Waffe rein. Könnt ihr also nur 20 Schuss verschießen. Und wenn ihr wieder nach Hause fahren, müsst ihr halt damit rechnen, dass 20 Kugeln wieder rausfallen, auf den Boden fallen. Ist halt einfach so. Ja. Bitte rausmachen, nicht in der Waffe lassen. Das ist bei der Kontrolle nie gut, wenn da noch BBs drin sind. Ja. Zählt dann als geladen. Nicht gut. Gut, soviel zum Neutralpunkt Feeding. Nächster Neutralpunkt haben wir vorhin Hop-Up als Pluspunkt gegeben vom Einstellen. Jetzt haben wir eben noch einen Neutralpunkt, das ist das Bucking und die Laufarretierung. Genau. Das Bucking ist ziemlich weich. Ja, ist sehr weich von der Mischung her. Ich weiß es gar nicht, 50 vielleicht. Mal 50er, ja. 50 Shore und auch kein richtiges R-Hop, sondern ihr habt es gesehen, so ein Backs oder so ein V-Shape ist das. Ja. Also ihr baut für 0,45 Gramm schon allein mit dem Bucking ein bisschen wenig Reibung auf. Und der nächste Punkt ist dann eben auch die Laufarretierung. Wenn ihr mal den Lauf rausbaut, irgendwie neues Bucking braucht. Die Arretierung mit den 2 Schrauben seitlich ist absolut grausam. Haben schon andere Hersteller probiert, TNT. Da verdrückt man sich sogar Edelstahlläufe damit. Und das ist nur Messing. Also passt mit diesen kleinen Schrauben, auch wenn ich es jetzt zum 3. Mal in diesem Video anspreche, passt da bloß auf damit. Einmal ein Fitzelchen zu viel Druck drauf, ist der Lauf kaputt, verdrückt, können dann wegschmeißen. Also Laufarretierung eher ein bisschen kritisch zu sehen, wenn man was machen möchte. Wenn man das Ding nie aufmacht, dann ist es wurscht. Das Bucking muss man wechseln. Nee, es gibt auch Leute, die wechseln keine Buckings. Okay. Die spielen einfach, dann wundern sie sich, warum es immer geht. Okay, so viel zu Neutralpunkten. Jetzt haben wir noch 3 Kritikpunkte. Und da können wir auch gleich beim Thema Hopper weitermachen. Und das habe ich euch auch gezeigt. Haben auch drüber gesprochen. Ja. Der Tensioner, der drin verbaut ist, die Umsetzung und diese Fräsessung seitlich für die Führung, die Idee ist super. Ja. Aber dann ballern sie halt so einen weichen, kleinen, dünnen Gummitensioner rein. Da ist das Potenzial von der Hop-Up-Kammer gar nicht ausgeschöpft damit. Komplett verschenkt. Ja, hätten sie einen
Oder dann hätten sie halt wirklich harten Gummi genommen, irgendwie ein 90er oder so und mit einer großen Patchfläche. Ja, oder mit einer großen Fläche unten dran, dann wäre das Ding mit 0,45 brachial gewesen. So haben wir halt jetzt den Punkt, dass der Original-Tensioner für 0,45 gar nicht funktioniert. Bedeutet, ihr müsst euch irgendwas einfallen lassen. Und es gibt, so viel ich sehe, habe noch nichts. Ich habe nicht geguckt, aber schaut vorher, wenn ihr 0,45 Gramm verwenden wollt, dass ihr einen anderen Tensioner herbekommt. Ihr braucht mehr Druck auf dem Bucking. Am besten Fall aus Alu oder der Axel hat es 3D gedruckt. Ansonsten könnt ihr... Die Files stelle ich dann wieder zur Verfügung. Ach, hast du Druckschuhwert welche? Nee, Also, die Files kannst du bei dir wieder hochladen. okay, also wir laden die Datei hoch und dann könnt ihr es selber drucken, wenn ihr einen anderen Tensioner braucht. Wie gesagt, beim Standard-Tensioner sind keine 0,45 möglich. Und da sind wir auch beim nächsten Punkt dann, warum es überhaupt dann auch einen Kritikpunkt gibt, das halt auch nicht kompatibel ist zu Standard-Tensionern. Hätten sie jetzt die Führung innen drin 4 mm breit gemacht, den Lever 4 mm breit, den Durchgang 5,5 der Länge, dann hätten wir Standard AEG-Tensioner verwenden können. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob wirklich die ganzen VSR-Units da direkt passen. Weiß ich auch nicht. Ich habe kein VSR-Unit da, keine Ahnung. Also wie gesagt, Tensioner vorher überlegen. Nicht kompatibel zu Standard-Tensionern, gebe einen Kritikpunkt. So, nächster Kritikpunkt ist speziell für dich. Mein Daumen? Dein Daumen, genau. Weil es sich das Ding immer einklemmt, haben wir euch gezeigt, der Abstand oder der Repetierweg mit dem Zylinder und der Wangenauflage kann, je nachdem wie ihr repetiert, ein bisschen zu einer eine Verletzungsgefahr darstellen. Wie gesagt, wenn ihr den Daumen beim Repetieren... passiert's nicht. Ja, mit dem Claire. mit dem kleinen Hänger fahre ich zweimal, oder wie war das? Ist ja wurscht. Wenn ihr den Daumen auf dem Zylinder auflegt und dann repetiert, kann es passieren, dass ihr da hinten euren Daumen einzwickt. Ich repetiere so nicht, ich repetiere mit der ganzen Hand seitlich, dann ist das kein Problem. Der Axel wollte aber, dass wir es aufnehmen. Also wie gesagt, wenn ihr es gewohnt seid, den Daumen hier aufzulegen und dann so zu repetieren, quetscht ihr euch da hinten den Daumen ein. Dementsprechend geben wir halt mal einen Kritikpunkt. Ja, du bringst halt weniger Momente auf den Zylinder, wenn du den Daumen da drauf legst. Du meinst Kippneigung. Genau, ja. Das muss das Ding aushalten, wenn ich das seitlich repetiere. Wer ist kein Airsoft-Mann? Also gebt mal Verletzungsgefahr mit dem Daumen, gebt mal als Kritikpunkt. Vor allem, es ist halt in der Anleitung auch so beschrieben. Das ist halt das, ja. Wer halt jetzt gar keine Ahnung hat und das erste Mal repetiert und in der Anleitung schaut, alles klar, und dann hängt der Daumen drin. Also gebt mal einen Kritikpunkt, Verletzungsgefahr. So, und der nächste, gebt mal den, der nächste. Als Kritik, weiß nicht. Als Kritik ist vielleicht ein bisschen fail, aber wir sprechen es vielleicht noch mal ganz kurz an. Volumen haben wir euch gesagt, also wir haken es hiermit ab. Ja. Volumen haben wir euch angesprochen, 5,2 oder 5,3:1 waren es. Bedeutet, für den 300 mm Lauf hat das Modell extrem viel Volumen. Wirklich extrem viel Volumen. Dementsprechend, sie haben eben aufgrund der Lauflänge auch eine etwas straffere Feder gebraucht. Sie geht ein bisschen schwerer zum Repetieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, mit einem Österreicher oder einem Schweizer, wenn ihr dann länger einen Lauf reinmacht und vielleicht eine Verlängerung, eine 3D-Druckverlängerung vorne drauf. Gibt es auch als Zusatz. Also gibt's die schon zu kaufen? In der Bedienungsanleitung steht. Ja, in der Bedienungsanleitung steht immer alles drin, aber gefunden hat man es nicht. Wie gesagt, besonders für Österreicher, Schweizer, weil bei uns in Deutschland ist es wurscht, wir dürfen die Lauflänge nicht ändern. Aber ihr dürft es im Ausland, dementsprechend, wenn ihr da einen 360 mm Lauf reinmachen würdet und zum Beispiel vorne eine kleine Verlängerung drauf, dann würdet ihr mit der gleichen Feder deutlich höher kommen. Und hier ist dann eben wieder mein Gedanke, wenn ich das schon dürfte, dann kann ich auch mit einer schwächeren Feder gleiche Energie rausbekommen und tue mich aber dann beim Repetieren leichter, weil ich weniger Federkraft aufspannen müsste. Also ihr seht hier, bei dem Modell spielt meiner Meinung nach die Lauflänge eine sehr große Rolle. Okay, so, das soll es gewesen sein. Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir schon angesprochen, 470 €. Es ist alles mittlerweile teurer geworden, egal wo man hinschaut, finden wir jetzt in Ordnung. Okay, ja. Vor 2 Jahren hätte das Ding vielleicht noch 390 kostet oder so. Ja. Wie gesagt, mittlerweile muss man eigentlich von der Airsoft sehr viel... Das ist B&T, das ist Schweiz. In der Schweiz ist alles teurer. Ja, Schweiz. Was ist eine Archwick? Ist das eigentlich Taiwan. China oder Taiwan? Na schau, Taiwan ist teurer. Ja, Taiwan ist also das passt schon. Wie gesagt, qualitativ finde ich es super. Hop-up, Tensioner machen, Bucking machen, fertig. Einwandfrei. Top. Meiner Meinung nach. Ja. Und das Feeding. Ein paar Kleinigkeiten, ja. Aber das hat man überall. Stimmt allerdings.
Also gut, Leute, das soll es gewesen sein für heute. Wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Modell habt, wenn ihr noch etwas weiteres ansprechen möchtet, was wir jetzt nicht herausgefunden haben oder was ihr bei eurem Modell vielleicht festgestellt habt, jederzeit Kommentarfeld unten benutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Und ich bedanke mich recht herzlich beim lieben Axel, damit er das Ganze vorbereitet hat und sich wirklich Zeit genommen hat, alles notiert hat für dieses Video. Dementsprechend darfst du das Modell auch gerne behalten. Also, Immer wieder gerne. Ja, immer wieder gerne. Also Leute, haut rein. Ciao.